ist morgen Tag 15 oder so, keine Ahnung. Guten Morgen von Tag 15 oder so, ich weiß es nicht mehr. Wir gehen jetzt den nächsten Mietwagen holen, weil wir dann danach hier auschecken müssen und wieder das Hotel wechseln. Meine Stimme ist weg. Nein, ich bin nicht erkältet, ich bin nicht krank. Aber ich glaube, das ist so eine Mischung aus zu viel Schreien auf dem Velocicoaster und zu viel Klimaanlagenkälte. Ja, jetzt müssen wir nur irgendwie diese Trolleybus-Haltestelle finden, damit wir den iDrive runterfahren können. Ja, jetzt warten wir hier auf den Trolley. Es gibt 2 Linien. Ja, hier gegenüber ist das Dockside. Hier ist unser Hotel. Surfside. Der letzte Umzug. Haben wir noch 6 Nächte. So, hier ist das Hilton am Convention Center und irgendwo hier muss die Autovermietung sein. Also die Herz-Autovermietung, das müssen wir jetzt mal suchen. Vielleicht ist es auch im Hotel drin. Okay, wir sind jetzt hier erstmal durch das komplette riesengroße Hilton Hotel gerannt, bis wir hier dieses Herzbüro gefunden haben. Und jetzt ist hier niemand am Schalter. Steht, ich bin gleich zurück. Schauen wir mal, wie lange gleich ist. Weil wir müssen um 11 Uhr das Zimmer geräumt haben. One eternity later. Der Typ hier am Schalter, ne, der sieht aus wie so ein Verbrecher aus so einem Film, aus so einem, weiß ich nicht, Gangster-Krimi, so Bandenkrimis, so. I just want to say. Der holt jetzt unser Auto, wollte uns gerade ein Upgrade andrehen. Und zwar entweder hier für den hier oder für den Tesla, weil der ist schon richtig, richtig geil. Aber $15 Aufpreis pro Tag. Wäre bestimmt cool gewesen, mal so einen zu fahren, aber auch irgendwie übertrieben. Ja, und obwohl wir so eine All-Inclusive-Rate gebucht haben mit allen Versicherungen und mit zusätzlichen Fahrern, ist das wohl jetzt nicht hier enthalten. Warum auch immer. Keine Ahnung, wir müssen jetzt irgendwie bei Herz in der Zentrale anrufen, weil die das aus diesem deutschen Vertrag nicht haben. Schauen wir mal, ob wir das noch geregelt kriegen. Sonst muss ich halt alleine fahren, wäre jetzt auch nicht das Problem. Aber ich meine, ich habe es halt so gebucht, es steht im Vertrag drin, dann soll er uns das halt auch geben. Da schauen wir mal, mit was für einem Auto er jetzt ankommt. Wir haben ein Mid-Size SUV gebucht. Ja, ich fahre einen weißen Ford. Fast wie zu Hause. Das war jetzt das erste Mal, dass ich mit Herz ein Auto gemietet habe. Sonst in den USA immer nur Alamo. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Wir haben jetzt einen Ford Escape bekommen, was bei uns in Deutschland der Ford Kuga ist. Ja, reicht auf jeden Fall für alle Fälle. Es ist jetzt 10:13 Uhr und wir müssen jetzt zum Hotel zurück, weil um 11 Uhr muss das Zimmer geräumt sein. Also einmal kurz hochrennen. Wir haben schon alles gepackt, Sachen runterbringen, ins Auto schmeißen und dann ja, müssen wir mal schauen, weil wir können das andere Hotel, ich glaube, erst um 15 Uhr einchecken. Vielleicht haben wir Glück, dass wir ein bisschen früher reinkommen. Aber ich denke, wir fahren mal so zu den Outlets. Mal gucken. Ich habe langsam keine T-Shirts mehr. Im Apartment haben wir aber eine Waschmaschine.
Ja, das ist der Ford Escape. Wir haben jetzt gerade die Koffer ins Auto geschmissen. Ja, und ich denke, dass wir jetzt mal kurz erstmal was frühstücken gehen und danach in die Outlets fahren, vielleicht ein bisschen shoppen, ein bisschen Zeit vertreiben, bevor wir im nächsten Apartment einchecken können. So, und wo sind wir gelandet? Gegenüber vom Hotel bei IHOP. Es ist jetzt irgendwie so 11:15. Erstmal frühstücken, Hunger. So, das sind meine Strawberry and Cream Pancakes. Leute, schaut euch das an, ja? Fußball hier. Thank you. So, das kommt dann mit Tipp auch wieder so auf 35, 36 $. Ja, nach diesem Urlaub sind wir arm. So, direkt um die Ecke Orlando International Premium Outlets. Das sind die oben im Norden. Direkt hinter dem Fun-Spot. Da ist Guest, da muss ich auf jeden Fall hin. Hier gibt es einen Bath & Body Works Shops. Da ist Tommy Hilfiger. Ja, schauen wir mal, ne? Muss mich beherrschen hier. Guess. War klar. Okay, es geht noch. Eine Jeans und 2 T-Shirts. Ja, next stop Tommy Hilfiger. Ist noch bescheiden ausgegangen. Kleine Tüte, ein Poloshirt, ein paar Socken. So, jetzt sind wir ein kleines Stückchen rüber gefahren und an diesen richtigen Premium-Outlets angekommen. Ich dachte eigentlich, dass die beiden Sachen zusammengehören, weil ich da damals, als ich in Orlando war, schon mal einkaufen war. Scheint wohl nicht so. Okay, dann geht's jetzt hier weiter shoppen. Hier ist Essex. So, werden wir jetzt mal den ersten Stopp machen. Und ich muss auf jeden Fall gleich nach Bath & Body Works. Und hier soll es auch noch ein Disney Outlet geben. Müssen wir ihn gleich mal suchen. Ja, wir sind schon wieder im Auto. Dieses Outlet war jetzt nicht so besonders. Wir sind ganz schnell wieder abgehauen. Jetzt fahren wir in Richtung Kissimmee zu unserem neuen Hotel bzw. Apartment. Halten aber unterwegs noch kurz bei den Vineland Outlets an und schauen da noch mal kurz. Und ja, dann ist es fast so weit, dass wir gleich einchecken können. Einen entzweiligen Fahrstreifen benutzen, um links auf Turkey Lake Road abzubiegen. Links abbiegen, dann erreichst du das Ziel. Ja, nächste Outlets, Premium Vineland Outlets. Was macht der hier? Was ist das eigentlich? Nissan Versa, sieht ja ein bisschen größer als der Micra. Früher hat man hier solche Kleinwagen niemals gesehen. Mittlerweile auch immer mehr. Ja, nächster kurzer Outlet-Besuch. Oder schauen wir mal, ob es halt kurz bleibt. Ich hoffe. Ich möchte eigentlich nicht so viel Geld ausgeben. Ja, okay. Es eskaliert gerade. Schuhe. Aber für 30 $. Ein paar Sportschuhe wollte ich eigentlich gar nicht. Wurden mir gerade angedreht. Ja, jetzt müssen wir uns aber echt beeilen, zum Hotel zu kommen, zum Resort, weil wir zum Basketballspiel gleich müssen. Und das ist in Downtown Orlando und da fährt man wohl so 45 Minuten hin. Ja, jetzt ist das Shopping so ein bisschen eskaliert. Jetzt haben wir 3:45. Müssen wir uns mal ein bisschen beeilen und es geht jetzt zum Polynesian Resort.
Jedoch nicht von Disney, sondern von Diamond Weiter Resorts. geradeaus auf Vineland Avenue, dann einen beliebigen Fahrstreifen benutzen, um links auf Florida 535 South abzubiegen. Wo waren wir jetzt gerade? Ja, genau. Es geht ins Einen beliebigen Fahrstreifen benutzen, um links auf Florida 535 South abzubiegen. Ja, mache ich ja gerade. Es geht ins Polynesian Resort, jedoch nicht nach Disney, sondern das ist ein Resort von Diamond Resorts, welches ich aus Europa kenne, aus Spanien. Die haben eigentlich immer so ganz coole Apartments, die mit allem Möglichen ausgestattet sind, und es ist halt wesentlich günstiger als bei Disney zu wohnen. Wir haben eine komplette Küche mit allem dabei, sogar eine Waschmaschine im Apartment. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, und es ist ganz nah bei Disney. Ja, ich glaube, es gibt gleich was von oben. Ja, wir haben jetzt eingecheckt und das ist so süß hier. Die sind so lieb, die sind so freundlich, und hier ist alles draußen weihnachtlich dekoriert. Hinten gibt es, hinter der Lobby ist so ein Garten. Alles mit weihnachtlicher Deko, total süß. Und hier sind diese verschiedenen Häuser, da befinden sich die Apartments drin. Und wir fahren jetzt mal ganz schnell unser Zimmerchen suchen, weil es gibt jetzt was von oben. Bis gleich. So, hier sind wir. Apartment Nummer 821. Ich war nur ganz schnell drin gewesen, habe das Licht angemacht, und ich muss sagen, der erste Eindruck ist super. So, hier kommt man rein. Hier ist sofort ja, Wohnzimmer, Küche. Hier zu meiner Rechten befindet sich ein Schlafzimmer mit Doppelbett, mit Fernseher, Einbauschrank in der Wand. Ja, und hier hinter dieser Tür befindet sich ein Badezimmer, aber das zeige ich jetzt gleich noch mal von der anderen Seite. Und zwar hier Badezimmer mit ja, Badewanne, beziehungsweise so Kombination aus Badewanne und Toilette. Was ist das? Ah, Schrank, Staubsauger, Bügeleisen, Bügelbrett. Irgendwo muss sich hier eine Waschmaschine verstecken. Hier nicht, okay. Das ist, glaube ich, eine Durchgangstür zu einem weiteren Apartment. Ja, hier ist die Küche. Komplett ausgestattet. Ja, ein Herd, Backofen, Kaffeemaschine, Toaster, riesengroße Mikrowelle, Kühlschrank, Spülmaschine, und ich habe noch nicht in die Schränke geschaut. Ich mache das nur mal so ganz schnell. Und so wie ich Diamond Resorts kenne, ist hier wirklich so alles vorhanden, was man braucht. Ja, also selbst Frühstück machen, selbst kochen ist hier überhaupt kein Problem. Schauen wir mal weiter. Ja, hier ist der Wohnbereich. Das ist auch noch eine Schlafcouch zum Ausziehen. Diamond Resorts hat übrigens hier ganz viele Anlagen in Orlando und Kissimmee. Hier ist der Balkon.
Und Diamond Resorts gehört jetzt seit Anfang dieses Jahres sogar zu Hilton Grand Vacations. Hier nochmal der Blick von dieser Seite. Hier ist so eine kleine Schreibtischecke noch. Dann ist hier das zweite Schlafzimmer. Auch nochmal mit Fernseher. Ah, okay, Balkon haben wir hier nicht. Ich habe das im Internet gesehen, dass die meisten dieser Apartments sowohl vom Schlafzimmer als auch vom Wohnzimmer den Balkonzugang haben. Macht aber nichts. Ja, hier nochmal auch ein Einbauschrank oder Closet, wie man es hier nennt. Und hier ist das Badezimmer mit einer richtig schönen Whirlpool-Badewanne. Sehr groß, sehr schön. Hier ist noch eine große Dusche. Ja, da bin ich. Ja, 2 Waschbecken mit sehr großem Ablagebereich. Ich muss sagen, nicht schlecht, nicht schlecht. Sehr süß und die ganze Anlage draußen scheint sehr, sehr süß zu sein. So, jetzt müssen wir aber mal die Koffer und so weiter aus dem Auto holen. Bis dann. Ich glaube, ich habe die Waschmaschine und den Trockner gefunden. Die befinden sich hier hinter der Tür und scheinbar wird das mit dem Apartment nebenan geteilt. Aber cool. Ja, beschwere sich noch mal jemand über die Preise in Deutschland. So eine normale Butter hier, 4,68 $, ohne Steuer. Und das ist die Milch, die man hier so bekommt. Vermutlich eine Gallone.